Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 bzw. Battlefield 6 Themenvideo. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute möchte ich mit euch mal über die aktuellen Serverprobleme im BF5 sprechen, die uns ja seit dem Osterwochenende beschäftigen und wie diese in Verbindung mit internen Tests zu Skill-Based Matchmaking stehen könnten. Starten werden wir erstmal mit dem Begriff SBMM, das Ganze zu erklären, warum wird das so negativ gesehen und wie stehen die Chancen, dass sowas auch in Battlefield 6 überhaupt kommen wird. Abschließend behandeln wir dann noch die These, dass diese Serverprobleme eben, zumindest meiner Einschätzung nach, mit einem SBMM-Test in Verbindung stehen. Ich habe euch wie immer alle Kapitel in der Videobeschreibung verlinkt, also checkt das gerne ab. Und bevor wir jetzt ins Video reinstarten, vergesst nicht ein Abo dazulassen, wenn ihr keine weiteren Videos zu Battlefield Content mehr verpassen wollt. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los mit dem ersten Punkt. Zunächst wollen wir also erstmal klären, was ist SBMM überhaupt und warum regen sich so viele Menschen darüber auf. Ich bin mir sicher, ihr habt das alle auch schon mal gelesen irgendwo oder ihr kennt euch sogar schon ziemlich damit aus. Gerade die COD-Leute unter uns, die kennen das Thema zu Genüge. Also zusammengefasst lässt sich Skill-Based Matchmaking eben so beschreiben, dass Spieler mit vergleichbaren Fähigkeiten in die gleiche Lobby gepackt werden. Also so funktionieren zumindest die aktuellen Modelle. In der Praxis sollen damit eben Noobs gegen Noobs spielen, Amateure gegen Amateure, Veteranen Veteranen oder eben Pros gegen Pros. Dieses System kommt natürlich vor allem Neueinsteigern und Anfängern so für Multiplayer-Shooter eben entgegen, sagen wir mal, weil da mit denen dann einfach nicht der Boden gewischt wird, auf gut Deutsch gesagt, wenn sie halt nichts checken oder ja, keine Map-Knowledge und so weiter mitbringen, ist ja alles okay. So für ein gewisses Einsteiger-Bracket wäre das für mich auch in Ordnung. In Summe halte ich davon aber einfach nichts, weil was passiert? Du spielst immer so in deiner Player-Range. Egal, ob du jetzt ein Veteran bist oder ein Pro oder wegen mir auch nur ein Amateur, du wirst halt nicht wirklich besser, weil die Spieler, gegen die du spielst, die sind alle auf deinem Level und wie überall im Leben ist es halt einfach so, man lernt auch nur von den Besten und genauso sollte es halt in Multiplayern auch sein, auch wenn es weh tut am Anfang, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, die guten Spieler müssen auch irgendwo belohnt werden. Ich halte Skill-Based Matchmaking generell nicht für eine schlechte Idee, nur halte ich gar nichts davon, wie es derzeit eben umgesetzt wird. Meiner Meinung nach muss man das ein bisschen smarter umsetzen. Sprich, wenn jetzt der Server auf Skill-Basis gematcht werden würde, dann müssen da verschiedene Kategorien auf dem Server ankommen. Also zum Beispiel 1/4 Noobs, 1/4 Amateure, 1/4 Veteranen und 1/4 Pros. So ist der Server trotzdem ausgeglichen und trotzdem bedient man aber jedes Feld. Spieler können besser werden, aber auch gute Spieler haben die Chance, dass sie nicht bei jedem Gunfight mega reinschwitzen müssen. Also das wäre auf jeden Fall ein Weg, den man meiner Meinung nach so gehen könnte. Aber viel wichtiger ist ja auch, was haltet ihr denn von der ganzen Sache? Packt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn euch das Thema SBMM im Generellen und vor allem vielleicht auch die Brackets, die nochmal unter der Noob-Range kommen, dann würde ich euch auf jeden Fall das Video vom Kugelmagneten Eddie empfehlen. Das Ganze habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein ganz cooler Dude und hat das super erklärt, also auch viel intensiver, als ich das jetzt an der Stelle tue. Checkt das gerne mal aus und wir gehen über zum nächsten Point. Und da wollen wir jetzt eben drüber sprechen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Skill-Based Matchmaking in Battlefield 6 kommen wird. Also glauben wir mal unserer Lieblingsleak-Quelle Tom Henderson, dann wird das nächste Battlefield in jedem Fall ein SBMM bekommen. Allerdings soll das ganz anders funktionieren oder besser funktionieren, als es in COD, Cold War oder Modern Warfare im Moment der Fall ist. Nachdem unter anderem eben auch GameStar das Ganze als Fakt dargestellt hat, schätze ich den Wahrheitsgehalt der sehr hoch ein, nämlich, dass EA dazu bereits ein Patent angemeldet hat. Ich habe jetzt natürlich kein Patentverzeichnis durchsuchen können, trotz alledem habe ich das jetzt auch schon aus mehreren Quellen erfahren und demzufolge soll das Ganze wie folgt funktionieren. Punkt 1. Spieler mit passender Verbindungsqualität betreten die Lobby. Das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Man kennt es vielleicht, wenn eine Lobby mit Spielern in Anführungszeichen versaut ist, die einfach einen viel zu hohen Ping haben, die laggen wie die Sau und hin und her und man hat das Gefühl, die Schüsse connecten überhaupt nicht und man verliert Gunfights, wo du dir denkst, hä? Kann nicht sein. Also ein wirklich guter Punkt. Möchte ich auf jeden Fall mit drin haben. Punkt 2 ist ein
komplexer Algorithmus simuliert in Sekunden ein Match. Ja, ist klar, es muss ja irgendwie berechnet werden, um den Server dann auszugleichen. Drittens, Faktoren der Simulation sind Verhalten, KD, Erfahrung, etc. aller Spieler. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass eben nur die Spieler eines Levels gematcht werden sollen, sondern eben diese Ausgeglichenheit auf beiden Seiten hergestellt werden darf oder müsste. Sprich, es soll auch wirklich so sein, dass eben aus den verschiedenen Kategorien trotzdem Spieler in der Lobby sein werden. Danach läuft ein Testmatch, einseitig oder unfair wird die Lobby eben neu gemischt und erst wenn ein faires Match im Vorfeld simuliert wird, startet die Runde oder die echte Runde eben richtig neu. Zusammenfassend, auf jeden Fall sollte also ein fairer Mix aus allen vorhandenen Spielern bestehen und eben nicht nur aus Spielern desselben Levels. Klar, wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das muss man einfach mal deutlich hervorstreichen, weil viele vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wie das derzeitige SBMM funktioniert. Jetzt würde ich gerne noch auf meine eigene These zu sprechen kommen, und zwar, dass die EA-Server-Probleme als erster Hinweis für einen verkappten SBMM-Test dienen könnten. Ich sage ja, und natürlich ist das auch erstmal eine steile These und kein Fakt, beziehungsweise auch sehr schwer mit Fakten zu belegen. Nur, wie komme ich jetzt zu dieser Annahme? Wenn man ein SBMM einführen möchte, darf es kein serverbasiertes Nachjoinen mehr geben, und genau das ist ja in den letzten Tagen passiert. Natürlich waren die Server auch komplett down, aber wenn ihr euch erinnert, gab es sehr viele Stunden beziehungsweise auch an separaten Tagen, wo man über die Spielesuche Spiele gefunden hat, aber es keine aktive Serverliste mehr gab. Und man konnte natürlich noch Freunden nachjoinen, wenn die bereits schon im Spiel waren. Da hat man immer diese Zeitverzögerung, bis er einen Server gefunden hat. Und das ist genau die Zeit, wo man jetzt schon mal so einen Algorithmus hätte testen können. Und das Ganze, ja, wie ordnet der Algorithmus das ein? Wie kommt er auf die passenden Lobbys? Wie schmeißt er die Leute in die passenden Lobbys zusammen? Also so, wenn man die Punkte zusammennimmt, hat man auch kann man sich da schon so ein kleines Bild zusammenreimen, sage ich mal. Und ich hatte auch den Eindruck, dass in diesem Zeitraum wirklich mehr ausgeglichene Runden am Start waren. Klar, der Eindruck ist auch ein bisschen subjektiv, aber bei mir auf jeden Fall gegeben gewesen. Mittlerweile sind diese in Anführungszeichen Serverprobleme natürlich wieder behoben und jetzt funktioniert auch die serverbasierte Suche wieder. Und was hat sich für mich zumindest klar gezeigt, die Runden, die ich bis dahin gespielt habe, die sind mal ausgeglichen, mal werden wir überrannt, mal überrennen wir den Gegner. Also da fehlt es meiner Meinung nach ein bisschen. So, was haltet ihr denn davon? Weit hergeholte Verschwörungstheorie oder doch realistisches Szenario? Ich bin da auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Packt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Und ich komme jetzt zu meinem Fazit. Zusammengefasst würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein gutes SBMM allen Spielern nutzen würde und die einzelnen Runden spannender gestaltet, beziehungsweise ja, mehr Battlefield Only in Battlefield Moments wir dadurch auch wieder bekommen würden. Also eigentlich ein optimiertes Team Balancing und kein spielerbezogenes SBMM, weil Reverse Boosten etc., das ist einfach eine Katastrophe, da hat keiner Bock drauf. Ich meine, ich habe auch zu Beginn von Cold War das Game auch gerne gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber habe mir dann dabei auch überlegt, wenn du jetzt da Content dazu machen müsstest, nach einer gewissen Zeit bist du einfach nur noch am Schwitzen und da geile Gameplays zusammenzuspielen. Beispielsweise 10 Minuten Footage für ein Video, da kannst du einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Abend durchspielen, dass du das ordentlich zusammenbekommst, weil du kommst, wenn du nur noch Spieler auf deinem Level hast, nicht mehr auf diese krassen Streaks. Da kann mir auch jeder erzählen, was er will, außer die absoluten Ausnahmetalente, die einfach nichts Besseres mehr finden, als sie selber sind. Finde ich nicht gut und wäre für mich auch keine Option. Also für COD finde ich es auch eigentlich schade, aber kann man halt jetzt nichts machen und ich hoffe wirklich, dass das im Battlefield auf gar keinen Fall so passieren wird. Jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder auf dem aktuellsten Stand und wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich über ein dickes, fettes Like. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Wie immer, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.